Seit 3 Jahren reisen wir mit unserem selbst ausgebauten Sprinter durch die Amerikas, ständig auf der Suche nach neuen Abenteuern. Doch der Drang, immer noch spektakulärere Erlebnisse zu finden, macht es oftmals schwierig, einfach mal innezuhalten und die Momente zu genießen. Das Reisen durch Patagonien ist immer so intensiv, man versucht immer gut Wetterfenster abzupassen, man hat viele Kilometer zu fahren. Unverhofft finden wir endlich einen Ort, an dem wir ankommen, wenn auch nur für einen Moment. Ein Ort voller Magie, voller Leben und voller Delfine. Wie viele Delfine hier in dieser Bucht auf einmal sind. Überall sind kleine Gruppen. Manchmal sind es nicht die großen Abenteuer, die uns am meisten berühren, sondern die kleinen Augenblicke, die sich für immer in unser Herz brennen. Hola, schön euch in diesem Video dabei zu haben. Wir starten diesmal direkt in Castro, einer der großen Städte auf der Insel Chiloé. Nachdem wir so viel in der Natur waren die letzten Wochen, freuen wir uns schon richtig, hier ein bisschen in das Stadtleben einzutauchen. Obwohl, also es ist ja keine Großstadt, aber trotzdem so ein bisschen mehr die Leute bei ihrem Leben, beim Alltag so beobachten zu können, das wird sicher cool. Eine Besonderheit auf Chiloé sind auch die vielen Holzkirchen. Die werden tatsächlich aus dem hier vorzufindenden Lärchen- oder Zypressenholz gebaut und bunt angestrichen und sehen dann etwa so aus wie die hier hinten. Das hier ist sogar die größte Kirche auf der ganzen Insel und sie ist Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. Die Kirchen erinnern natürlich auch an die Zeit der Missionierung, die anfing, nachdem die Spanier hier ankamen. Es waren aber nicht nur die Spanier, sondern es waren auch viele Deutsche, vor allem aus Bayern, die hierher kamen und die Missionierung vorantrieben. Die Christianisierung wurde nicht erfolgreich abgeschlossen. Also es gab hier viele indigene Stämme. Die bekanntesten sind die Mapuche. Und auch heute ist nur ein kleiner Teil der Bevölkerung christlich. Aber die deutschen Einflüsse vor allem sieht man hier immer noch überall. Also es gibt hier Bierstuben, es gibt Kuchenläden, die Namen sind auch deutsch. Es ist schon sehr speziell hier. Ich finde die Stimmung am Plaza de las Armas immer so speziell, denn es zeigt, wie unterschiedlich die Menschen sind und wie sie zusammenkommen an einem Ort. Und es zeigt auch so ein bisschen den Charakter einer Stadt, nicht wahr? Ich finde schon, ja. Ich bin schwer in Versuchung. Ich muss mal gucken. Wir haben ja diese typischen Completos, das ist eine Art Hotdog, aber halt gefüllt mit verschiedenen Dingen. Das ist ja so was Klassisches hier, aber ich wäre ja eher für was Süßes. Da hinten gab es Churros, aber auch Eis. Es ist so schwierig, sich zu entscheiden. So viele Foodtrucks hier auch. Ja, voll cool. Natürlich gibt es auch hier eine Feria de Artesanías, also einen
Markt für, ja, wie sagt man, Handarbeit. Ja. Eigentlich so handgemachte Sachen. Im Endeffekt sind Souvenirs. Es sind eigentlich ein paar recht schöne Sachen dabei. Und klar, einige der Muster erkennt man eher so aus den Anden. Aber gewisse Dinge stammen auch aus Wolle, Schafswolle, hier von Chiloé selbst und wird auch von Hand gemacht. Also es gibt ein paar richtig schöne Stücke. Für uns ist jetzt gerade nichts dabei. Aber ja, ist ganz schön. Richtig schöne Muster vor allem. Sieht aber schön aus. Ach doch, der ist aber schon cool, ne? Muchas gracias. Muchas gracias. Adios. Buen día. Igual usted. Wie war das nochmals? Du willst nichts kaufen? Ja, du hast mich überredet. Ich wollte es wirklich nicht kaufen. Also- Aber ich fand es echt cool, weil sie war sehr transparent. Alle anderen haben gesagt, ja, das ist von Hand gemacht, das ist von hier von Chiloé. Und sie hat jetzt gesagt, das ist Alpaka, das ist von Peru und das ist maschinell gefertigt. Aber du hast gleich warm bekommen, oder? Ich wollte ihn ja gar nicht mal erst anprobieren, weil ich ihn gar nicht wollte. Und dann hatte ich ihn an und dann ist es mir so warm geworden, direkt. Und da merkt man einfach, wie diese Wolle ganz anders arbeitet und ich konnte nicht widerstehen. Und ich fand den wirklich gut. Und der war auch gar nicht teuer. Nein, 13.000 Pesos, das sind etwa, ja, 13 Euro. Ja. Schon Souvenir gekauft, so schnell geht's. Und das Lustige ist, vor einer Woche haben wir noch darüber geredet, dass wir diese Strickpullover eigentlich in Bolivien kaufen wollen, weil wir waren ja schon mal in Bolivien und für uns ist das so dieser Ursprungsort, woher diese Strickpullover kommen, aus Alpaka oder aus was auch immer das ist. Und ja, Jessie konnte schon jetzt nicht widerstehen. Ich will nicht wissen, wenn wir in Bolivien ankommen, was sie da alles einkauft. Ich glaube, wir müssen uns einen Anhänger kaufen, um all das Zeugs mittransportieren zu können. Aber eigentlich hast du mich überredet. Du gibst mir die Schuld, aber du warst es. Aber ich finde ihn auch richtig schön. Also mir hat er richtig gut Eigentlich gefallen. hättest du ihn dir kaufen sollen. Nee, war nicht meine Farbe. Ich habe ja vorhin die deutschen Einwanderer erwähnt, aber was man dabei auf keinen Fall unerwähnt lassen sollte, ist auf jeden Fall die indigene Bevölkerung, die es hier natürlich auf Chiloé gibt und allgemein auch in Patagonien. Also weiter unten im Süden sind wir ja öfter auf die Kultur der Welche gestoßen. Hier sind es vor allem die Mapuche und auch diese haben weitere Untergruppierungen, weitere Völker, die eigentlich zu diesen Mapuche gehören. Wir merken einfach immer wieder, wie dieses Bewusstsein für diese vielen indigenen Stämme, die es hier gab und heute auch noch gibt, dass dieses Bewusstsein so fehlt. Und auch Leute, mit denen wir gesprochen haben, sagen, ja, sie wissen, dass ihre Vorfahren zu diesen Völkern gehören, aber sie selbst haben den Kontakt dazu weitestgehend verloren. Wenige Leute sprechen auch noch die Sprache von damals, noch die Geschichten gehen viele verloren. Es ist eigentlich fast schade, dass man nicht mehr in Kontakt ist mit dieser Geschichte. Aber umso mehr wollen wir es auch hier nochmal erwähnen. Bei den Food Trucks war ja nicht so wirklich was dabei, aber jetzt bin ich hochmotiviert, unter anderem, weil wir auch wieder in guter Gesellschaft sind. Tobi und Lena kennt ihr ja schon. Sie waren in Patagonien in einigen Videos dabei. Wir waren ja ein paar Wochen zusammen unterwegs und hier haben wir sie wieder getroffen nach 3 Monaten, glaube ich? 2 Monate. 2 Monaten. Ja. Viel zu lange auf jeden Fall. Und jetzt gehen wir erstmal einen Kaffee trinken und vielleicht einen Kuchen essen. Mal gucken. Das aussieht, aber es schmeckt ganz nicht schade. Also solange wir noch nicht Spanisch miteinander reden. Wer weiß. Irgendwann mal vielleicht. Das sieht gut aus. Würdest du dein Niveau einschätzen in Spanisch? Also so. Ich finde es total schwierig. Ich denke eben auch wegen Sprachschule und so, denke ich mir, dann machst du einen Einstufungstest. Ja, das ist wirklich ein Gericht. Das ist definitiv.
Buenos Dias. Die Bilder von diesem Ort sprechen doch für sich. Ich muss gar nicht mehr beschreiben, an was für einem wundervollen Ort wir hier gelandet sind. Wir sind gestern noch hierher gefahren aus der Stadt. Wir sind im Nordwesten der Insel, eigentlich ziemlich weit im obersten Zipfel. Der Ausblick ist grandios, die Klippe, das Meer, beim Wellenrauschen schlafen, das geht ja fast nicht besser. Aber es gibt noch einen Grund, wieso wir hier sind. Wir haben es gestern Abend schon kurz sehen können und wir hoffen, dass wir heute auch noch mal Glück haben. Denn hier soll es richtig viele Delfine geben, die hier ja, durchs Wasser schwimmen, herumtollen, ihren Spaß haben. Und ja, wir hoffen natürlich, dass wir die heute noch einmal zu Gesicht bekommen. Aber selbst wenn nicht, der Ort ist einfach wunderschön und der Weg hat sich auf jeden Fall jetzt schon gelohnt. Ah, komm mal da vorne. Hast du sie gesehen? Ja, da vorne sind die Delfine. Ja. Delfine beim Morgenkaffee. Geht's noch schöner? Das ja, war zwar nicht so viel Action. Also ich glaube, mit ein bisschen Glück kommen vielleicht später auch noch ein bisschen größere Schulen, die ein bisschen mehr rumspielen und rumtollen. Wir halten auf jeden Fall die Augen offen. Aber auch krass, jetzt sieht man auch am Strand, wie viele Quallen da unten sind am Strand verteilt. Das ist, und die sind auch riesig. Was ist das mal wieder für ein grandioser Platz? Es fällt manchmal wirklich schwer zu glauben, was für unglaubliche Orte wir manchmal mit euch teilen dürfen. Ja, das ist... Ja, aber apropos teilen, wir möchten auch wieder mal Danke sagen. Danke für eure Unterstützung auf dieser Reise, dass ihr uns begleitet und auch für die vielen lieben Kommentare, die wir immer noch so oft von euch erhalten. Wir wissen das so sehr zu schätzen und deshalb haben wir uns eine kleine Osteraktion überlegt. Bis zum Ostermontag, also den 21. April, erhält ihr mit dem Code OSTERN5 5% Rabatt in unserem Shop auf eure gesamte Bestellung. Da findet ihr unsere Tassen, die Hoodies und auch weitere Produkte, die bestimmt ganz viel Freude bringen. Schaut also sehr gerne im Shop vorbei. Einige Dinge sind auch schon fast ausverkauft. Wartet also nicht zu lange und dann freuen wir uns sehr auf euren Besuch. Ich weiß genau, was ihr denkt und ihr habt vollkommen recht. Es ist Zeit, es ist wirklich Zeit, die Haare zu schneiden. Ja, die letzten paar Wochen und Monate waren wir halt immer mit Mützen unterwegs und da ist es nicht so aufgefallen. Also mir schon, aber ich glaube, jetzt ist so der Moment gekommen, wo die Wolle weg muss. Du bist der verrückte Professor mit diesen Haaren, das ist nicht gut. Nee. Drum. Friseursalon Bella Vista, nee, Buena Vista. Buena Vista. Auf Spanisch. Nehmen Ja. Sie Platz, mein Herr. Es gibt einen neuen Haarschnitt. So. Na, zufrieden? Ich glaube, das sieht gut aus. Besser als das letzte Mal zumindest. Ein bisschen besser. Danke. Ich habe auch ein paar YouTube-Videos geguckt, um zu gucken, Ah, wie man das wirklich? macht. Ja, Okay. wollte ich erst nicht verraten. Richtig fresh. Jetzt kann der Sommer kommen, obwohl bei uns ja jetzt der Winter kommt. Aber wir fahren in den Norden, also wird es wärmer. Alles verdreht. So einen Tag wie heute hatten wir schon sehr lange nicht mehr. Irgendwie das Reisen durch Patagonien ist immer so intensiv. Man versucht immer gut Wetterfenster abzupassen. Man hat viele Kilometer zu fahren oder anstrengende Kilometer auf jeden Fall bei den Straßen. Und heute ist irgendwie das erste Mal seit langem wieder so ein Tag, wo man an einem schönen Platz steht. Das Wetter passt. Man hat die Muße, auch mal solche Dinge wie Haare schneiden zu machen. Wir stehen auch in guter Gesellschaft. Tobi und Lena sind auch hier. Und es passt einfach. So ein harmonischer Tag, wo man sich auch mal hinsetzt und einfach aufs Meer rausguckt und Delfine beobachtet. Das ist so viel wert und wir müssen wirklich auch darauf achten, dass wir wieder mehr solcher Tage haben. Und an solchen Tagen backe ich natürlich auch gerne. Also es gibt auch wieder ein Brot. Das mache ich jetzt.
Ich muss sagen, ich liebe Sauerteigbrot, aber jedes Mal dieses ewige Kneten und Ziehen und Falten und wenn man es alle 3-4 Tage macht, ist es schon viel, finde ich. Naja, aber ich würde sagen, das ist es wert. Ich mache immer 2 verschiedene Hälften von Sauerteigbrot, denn Roberto kann ja so Körner und Nüsse nicht. Und ich finde, das gibt dem Brot schon noch mal so ein bisschen zusätzlich Mehrwert. Darum gibt es eine Hälfte mit und eine Hälfte ohne. Jess, Ja? ist noch lange? Ja, ein paar Minuten. Voll die Delfin-Action. Ah, Ja, okay. Die springen jetzt überall wild herum. Ich muss das kurz rein tun, dann komme ich. Okay. Geil. Wie cool. Draußen soll gerade voll die Delfin-Action sein und ich sehe sie schon. Ah, wie cool. Oh, nochmal. Wow, ab von hochgefilmt. Ach nochmal. Wie viele Delfine hier in dieser Bucht auf einmal sind. Überall sind kleine Gruppen und die springen herum, spielen miteinander und einige versuchen auch so die Wellen zu nehmen. Also das hatten wir bis jetzt noch nie gesehen. Das sieht richtig cool aus, wenn die Delfine so in der Welle drin sind. Cool, sowas zu sehen. Also richtig schön. Und Delfine kann man ja immer sehen. Also das sind Tiere, die man halt einfach gerne im Wasser beobachtet. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir lieben Delfine. Ich weiß nicht, wie oft auf der Reise wir jetzt schon Delfine gesehen haben, aber die sind einfach jedes Mal aufs Neue faszinierend. Ich finde die großartig und gerade wenn man sie so erleben kann, das ist ja unglaublich. So, jetzt muss ich aber noch mal kurz zum Brot schauen. Also das muss ja 3 Stunden gehen, aber ich habe hier im Van, glaube ich, auch eine ziemliche Sauerei noch hinterlassen. Ja, da muss ich erstmal aufräumen. Das sieht doch sehr gut aus, würde ich sagen. Auch besser als das letzte Mal. Ja. Heute gelingen alle Sachen besser als das letzte Mal. Heute sehr ist der gut. bessere Tag. Heiß ist es noch, aber ein bisschen Kruste. Probieren wir gleich. Ja, und wie ist es? Passt. Gut, schön weich. Bisschen knusprig. Aber ich würde sagen, wir lassen das Brot erstmal auskühlen. Wir wollen ja auch noch einen kleinen Spaziergang machen. Wir warten vielleicht noch ganz kurz, bis die Sonne noch ein bisschen weiter runter geht, denn ich glaube, beim Delfine gucken haben wir uns ganz schön verbrannt. Also Ja. ich glaube, mein Gesicht glüht auf jeden Fall. Ich glaube, es ist auch ganz schön rot. Aber so ein Sonnenuntergangsspaziergang, das wäre ja schön. Wir machen mal hier den Van fertig und dann gehen wir los. Ich merke auch, dass ich komplett warmes Gesicht habe. Zu viele Delfine haben wir heute angeschaut. Davon das warme Gesicht. Ja, wahrscheinlich schon. Nee, von der Sonne. Ah. Ja, irgendwie ist es komisch. Wir sind hier im Herbst. Da sollte man sich nicht mehr verbrennen, oder? Irgendwie. Keine Ahnung, wie weit dieser Weg hier wirklich geht, aber wir haben auf der Karte vorhin gesehen, dass hier hinten auf dem Hügel sowas wie ein Leuchtturm oder irgendwas in der Art sein sollte. Also haben wir gesagt, wir gehen einfach mal hin in die Richtung und gucken, wie weit wir kommen. Auch wenn wir nicht an einem schönen Leuchtturm ankommen, schön ist es ja trotzdem. Also gerade auch mit dem Abendlicht. Ich finde es mega.
voll die schrägen Kugeln hier oder ich weiß nicht, was das ist. Es erinnert mich irgendwie an so Magma-Höhlen, aber ich glaube, der Stein ist Sandstein. Ich weiß nicht, ob das so in der Kombination Sinn macht. Sieht sehr schräg aus. Da kommen schon wieder Delfine und sie kommen hierher, an diesen Vorsprung. Ich glaube, die wollen uns noch mal Hallo sagen jetzt zum Sonnenuntergang. Richtig schön. Vom Stellplatz aus hätte ich nie gedacht, dass es hier solche Steinformationen oder Felsen gibt. Aber wir wollten ja eigentlich auch noch einen Zugang zum Strand finden. Das gab es jetzt da nicht. Jetzt gehen wir ein kleines Stück zurück, vielleicht finden wir da was, wo wir zum Sandstrand kommen. Wir haben es geschafft, wir haben einen Zugang gefunden und wie schön dieser Strand doch ist. Pünktlich auch zum Sonnenuntergang, hinter mir geht die Sonne jetzt unter. Und wir sehen hier auch wieder so viele von diesen Quallen und die sind ja riesig. Hast du schon mal so große Quallen? Hast du schon mal so große Quallen gesehen? Nee, hab ich nicht. Vor allem, die sind auch richtig eklig. Ja, schon. So viele. Bäh. Das sind übrigens südamerikanische Kompassquallen und die werden die Schirme werden bis zu 1 Meter groß im Durchmesser. Das ist riesig. Aber auch wenn sie so groß sind, sie sind nicht giftig für den Menschen. Also außer man ist halt allergisch oder so. Aber ansonsten sind die Nesseln eigentlich unbedenklich. Aber nicht angenehm. Das war ja wirklich mal wieder ein richtig schöner Platz mit so vielen Delfinen. Ich glaube, so viele haben wir echt noch nie gesehen und schon gar nicht so aktiv. Aber ihr habt vielleicht den Motor schon gehört, es ist Zeit, dass wir den Platz jetzt verlassen. Und ihr seht vielleicht auch das graue Wetter. Wir haben, glaube ich, wirklich die perfekten, guten Tage hier auf der Insel mitgenommen. Aber ja, ich glaube, es ist auch Zeit, die Insel langsam mal zu verlassen. So schön Chiloé auch war. Wir fahren heute wieder auf eine Fähre, denn sonst kommt man ja nicht auch von der Insel weg. Und ich glaube, da haben wir eine Stunde Weg vor uns, dann sind wir auch schon da. Tschüss! Tobi und Lena haben hier noch was vor, drum trennen sich erstmal unsere Wege. Aber wie das so ist auf der Panamericana, die meisten haben ja ungefähr dieselbe Route und ich glaube, wir werden sie sicher auch noch mal wiedersehen. Hola. Disculpe. Ah, vale, perfecto. Hay un barco. Va bien, okay, Perfekt, gracias. Ciao. Das ist wohl nicht unsere Fähre da, sondern wir müssen ein bisschen vorfahren. Anscheinend gibt es hier 3 verschiedene Fähren. Ja. Mal schauen, ob wir gleich raufgehen können. Don Jaime wartet auf uns. Don Jaime. Das ging jetzt aber schneller als erwartet. Ja, wirklich. Hola, buenas. ¿Cuánto es?
19.000. 19.000. Con credito. Puedo debito. 19.000. Die ist auf jeden Fall günstiger als die letzte Fähre, die wir genommen haben, wo wir über 200, was haben wir? 255.000. Ja, etwa 250 € bezahlt haben. Aber man sieht hier eigentlich schon das Ufer auf der anderen Seite, also Wird eine schnelle Sache. wird eine schnelle Sache sein. Das ging jetzt richtig schnell. Kaum hatten wir den Motor ausgeschaltet, schon fuhr die Fähre los. Ich hatte gar keine Zeit, mich jetzt mental darauf irgendwie einzustellen, dass wir Chiloé schon verlassen. Ich wollte mich eigentlich noch so ein bisschen in Ruhe verabschieden. Und jetzt bin ich schon wehmütig, dass wir Chiloé verlassen. Diese Insel hat so unglaublich viel zu bieten. Sie ist so vielfältig, von der Küste über die Wälder, die bunten Häuser in den Städten. Es ist, ja, ich weiß nicht, ob die einzelnen Dinge an sich so die Reise verändert haben oder ein riesen Highlight waren. Obwohl doch, die Delfine, die waren schon wirklich sehr cool. Aber es ist auch einfach diese Gesamtheit dieser Insel und was man hier alles sehen und erleben kann, die für mich Chiloé ausmachen. Und ich bin einfach froh, dass wir hierher kommen konnten und ich glaube, ich werde noch lange daran zurückdenken. Wo ein Abenteuer endet, fängt ja bekanntlich ein neues Abenteuer an. Und wir freuen uns jetzt richtig, ja, hier aufs Festland zu kommen und einfach neue Sachen zu entdecken, oder? Ja, da wird es ja auch tolle Erlebnisse geben wieder. Und wir hoffen, dass ihr da auch dabei seid. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Ja, abonniert doch gerne den Kanal, damit unterstützt ihr uns und diese Reise. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche, wenn es wieder weitergeht. Hasta luego! Hasta luego! Ja, hallo Hundi, mein Gott, bist du groß.